Ja, welcome back. Long time no see. Also jetzt ist der 20. Juni, ich fliege nächsten Samstag. Heute ist Mittwoch. Also man denkt, okay, ich habe noch voll viel Zeit, aber irgendwie, ich muss die nächsten 3 Tage arbeiten. Also Donnerstag, Freitag, Samstag. Dann muss ich Sonntag möchte ich in die Kirche gehen. Wobei das auch der Tag wird, wo ich ein bisschen ausschlafen kann. Und dann muss ich noch jemandem hier in Frankfurt vorbei. Und ja, ich bin so ein bisschen unter Strom. Backstory dazu ist ja, ich wäre eigentlich letzten Freitag geflogen. Also am 17. Juni. Es gab ein paar Sachen so mit dem Visa und so. Deswegen musste ich jetzt ein bisschen länger warten. Und dann musste ich halt, und literally, ich war halt einfach in Berlin übers Wochenende. Und bin dann an der Montag zurückgekommen und dann so am Mittwoch krieg ich die Nachricht, oder Dienstagvormittag krieg ich die Nachricht, ja, ich muss halt nochmal nach Berlin. Und ich dachte so, ich war doch gerade in Berlin. Aber ich hatte halt alle meine Sachen bezüglich Letter of Acceptance und so zu Hause. Aber ich kann jetzt halt gefühlt irgendwie noch nicht so viel machen. Ich habe das Gefühl, dass ich kann eigentlich erst so richtig viel ab Sonntag machen. Keine Ahnung, was ich schon noch nicht erzählt habe. Jedenfalls, nächsten Mittwoch bringe ich meine Kartons hier aus dem Apartment, weil ich mein Apartment untervermiete, bin ich zu einer Freundin. Und dann fahre ich noch kurz in die Heimat. Und dann geht es aber final los. Es geht bis September, also es ist nicht allzu lang, aber ich muss sagen, von der Länge her bin ich sehr zufrieden. Dann habe ich heute noch so ein paar Steuersachen gemacht. Muss noch meine Steuererklärung, also Einkommenssteuer für 2020. Und ich bin schon viel zu spät. Ja, but that's whole another story. Back. Heute ist der 28. Yes, heute ist der 28. Juni. Genau. Ja, oh Mann, dieses Licht, I mean, can we just appreciate? So, no filter needed. Okay, was habe ich heute oder die letzten Tage gemacht? Ich habe jetzt das Wochenende über gearbeitet. Vielleicht arbeite ich morgen nochmal, das ist noch nicht ganz sicher. Hängt ein bisschen davon ab, wie weit ich heute komme. Ja, ich zeige euch auch gleich mal dieses Chaos. Heute werden auch die letzten Kartons und Sachen zu einer Freundin gebracht. Die stellt die Sachen für mich unter. Bis ich wieder da bin, ja, so langsam, it's getting real. Ich habe mir gestern Abend dann auch die Regulations durchgelesen, die bei der Einreise zu beachten sind. Also ich bin auch geimpft und so und ich hatte auch Corona. Ist so ein bisschen verwirrend. Wie alt dürfen die sein, eventuell nicht. Und ich finde, es ist so ein bisschen unklar, deswegen werde ich zu 95% einen PCR-Test machen, weil daran soll es ja nicht scheitern, liebe Leute. Okay, warum gibt es jetzt nicht? Ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Also wie ihr seht, habe ich hier alles ausgebreitet. Ja, die Sachen sind eigentlich größtenteils schon drin. Also das ist der Handgepäckskoffer, das ist mein anderer Koffer und das ist der größte Koffer. Die Küche habe ich schon gemacht. Ich habe meine Kartons auch schon positioniert, das Müll. Und ja, hier seht ihr, ist ein bisschen unordentlich. Genau, aber so grob bin ich fertig. So sieht das alles aus der Fernperspektive aus. Ja, um einiges besser. Koffer ist zu, das muss noch rein. Letzte Maschine gerade noch gemacht. Dann, ja, der Koffer, der ist schon zu, weil hier kommen noch ein paar andere Sachen rein. Genau, weil ich will nicht, dass es so an der Grenze ist. Und ja, die Küche, die mache ich dann morgen früh als erstes. Und das Bad, wie ihr seht, so jetzt auch fertig. Ja, meine Haare sind so, ne? Ja, ich habe auch, meine Haut ist so leicht ausgebrochen irgendwie. Aber ja, das sehen wir dann morgen. Ich weiß nicht, ob es wegen der Hitze ist. So wie ihr seht, ist jetzt schon 1:21 Uhr.
Leute, guten Abend. Ja, wo soll ich anfangen? Ich, Janine, bin einfach in Afrika. I'm like, how? Like, wann ist es wirklich? Also, ups, die Kamera. Also, ich check's selber nicht. Don't mind my face. Ich bin wirklich, wirklich müde, Leute. Es ist jetzt heute es ist Sonntag, es ist sogar erst 9:30, aber ey, ich bin müde. Like, ja, aber ich wollte trotz allem kurz am Tag der Ankunft so original nochmal in die Kamera sprechen. Crazy, wirklich. Also, es war, ja, daran habe ich unter anderem die ganzen letzten Monate gearbeitet. Es war überhaupt lang gar nicht sicher, ob ich gehe oder auch nicht gehe. Yeah, but at the end of the day, God came through. I'm here. Yes. Es fühlt sich gar nicht an so, also ich weiß, ich bin in Afrika und so, aber es ist so wichtig, also by the way, ich bin in Ghana, das habe ich gar nicht gesagt. Ich mache ein Auslandssemester hier, falls ich das zweimal gesagt habe. Anyway, ja, ich bin gestern um 5:30 am Samstag losgeflogen. Ich bin von Frankfurt nach Katar geflogen, also zum International Airport von Doha. Und dann war ich dort so gegen Mitternacht. Dann, ich habe euch ja ein paar Szenen noch eingeblendet. Also krasser Flughafen, also wirklich krass. Das ist mit Frankfurt kann man dann nicht mehr mithalten, definitiv nicht. Dann bin ich von dort um 2:40 Uhr mit ein bisschen Verspätung aber losgeflogen nach Accra. Grundsätzlich war es auch eine angenehme Verbindung, also der Flug an sich. Ich war einfach übermüdet. Und dann bin ich um kurz nach 7 in Accra angekommen, musste dann aber nach Kumasi weiter, weil hier unsere Partneruniversität ist. Ich vermute mal, dass ihr eventuell Fragen habt oder auch nicht, wie auch immer. Ja. Das war es von mir eigentlich heute. Achso, ja, und ich teile mir ein Zimmer mit, also ich habe eine Flatmate, eine Roommate. Ich habe mir davor ein bisschen Sorgen gemacht, so, weil ich so ein bisschen Angst hatte, okay, hey, versteht man sich, weil ich mir lange kein Zimmer mehr geteilt habe, das ist halt schon ein paar Jahre her so. Ja, und morgen geht es dann halt alles los, ne, einmal so organisatorisch etc. Ja, dann mache ich auch nochmal meine Nägel morgen, ich wollte es heute, aber ich bin so müde. Deswegen lege ich mich jetzt schlafen. Achso, ich habe auch ein Moskitonetz und also ist crazy. Es fühlt sich einfach, ich kam hier an, ich habe mich, ja, naja, ich schließe dieses Video und es ist nicht nur ein Auslandssemester, es ist mehr als das, es ist definitiv Homecoming, coming home. Ich weiß, ich bin nicht aus Ghana, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. In diesem Sinne, Leute, passt auf euch auf. Peace out und ja, abonniert. It's me, Janine. Ich meine, wer will mich verpassen? Nein, Spaß, aber Leute, peace out. Wir sehen uns beim nächsten Mal.